In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man die Positionsgröße für Sell-Positionen anhand der Equity hier oben dynamisch berechnet. Aktuell sehen wir hier eine Positionsgröße von 0,98 Lot. Wenn wir das hier einmal beschleunigen und sich die Equity ändert, dann sehen wir, dass auch die Positionsgröße neu berechnet wird. Und wir wollen uns in diesem kurzen Video einmal anschauen, wie man so etwas programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple dynamische Cell-Positionsgröße, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und wir entfernen auch die zwei Kommentarzeilen. Wir starten mit einer Include-Anweisung, die wird uns die Datei trade.mqh importieren. Diese Datei ist Bestandteil von MQL5 und sie ermöglicht uns, eine Instanz von der Klasse cTrade zu erstellen. Die bekommt den Namen Trade und wir werden sie gleich verwenden, um damit eine Position zu eröffnen. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir zunächst den Bitpreis. Das übernimmt die Funktion SymbolInfoDouble für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir übergeben hier als Parameter Symbol_Bit alles in Großbuchstaben. Und mit der Funktion NormalizeDouble und _Digits stellen wir sicher, dass wir die richtige Anzahl von Nachkommastellen berechnen, denn je nach Währungspaar können das entweder 3 oder 5 Nachkommastellen sein. Und diese Zeile hier übernimmt das für uns. Danach möchte ich gerne die Equity berechnen. Das geht mit der Funktion AccountInfoDouble. Hier übergeben wir als Parameter Account_Equity, auch alles in Großbuchstaben bitte. Die Equity ist das Nettoguthaben. Jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal für die Balance, also das Bruttoguthaben. Die einzigen Unterschiede sind der Variablenname und dass wir diesmal als Parameter Account_Balance angeben. Kommen wir zur Berechnung der eigentlichen Positionsgröße. Die möchte ich errechnen, indem ich die Equity, also das Nettoguthaben, nehme und durch 100.000 teile, damit wir hinterher keine Probleme beim Absenden von Positionen haben. Nutzen wir hier noch NormalizeDouble und Komma 2, um die errechnete Positionsgröße auf 2 Nachkommastellen zu kürzen. Als Einstiegskonditionen für dieses einfache Beispiel prüfen wir mal, ob die Equity zumindest gleich groß oder größer ist als die Balance. Und als zweites Kriterium prüfen wir den Rückgabewert für Positions Total. Wenn der 0 ist, dann bedeutet das, dass wir keine offenen Positionen haben. Und dann nutzen wir Trade.Sell, um mit unserer dynamisch berechneten Positionsgröße hier eine Sell-Position zu eröffnen. Zum Schluss nutzen wir hier noch den Command-Befehl, um eine Ausgabe auf dem Chart zu erzeugen. Dort werden uns die Balance, die Equity und die Positionsgröße gefolgt von den ermittelten Werten angezeigt. Und das war's im Großen und Ganzen auch schon. Wenn Sie nicht verstehen, was diese Codezeilen hier bewirken sollen oder wenn Ihnen das alles zu schnell war, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Tatsächlich war dieses Video eine Idee eines Mitglieds aus dem Premium-Kurs. Falls Sie also schon ein Premium-Kurs-Mitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann melden Sie sich einfach bei mir. Für den Moment klicken wir hier mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat bei mir hier ohne Fehler und Warnungen funktioniert und in dem Fall können wir hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R.
Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simple dynamische Cell-Positionsgröße.ex5 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft der Expert Advisor los, die aktuelle Positionsgröße ist 1 und die hat sich jetzt gerade auf 0.99 verändert. Das liegt daran, dass die Equity auf 99.000 gesunken ist. Sobald das hier auf 98.000 runtergeht, wird die Positionsgröße hier entsprechend angepasst. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie Cell-Positionen mit MQL5 mit einer dynamischen Positionsgröße eröffnen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.